Wusstest du, dass deine Zunge ein Frühwarnsystem für deine Gesundheit ist? Schau, jeden Morgen schauen wir in den Spiegel, wir putzen unsere Zähne, wir waschen unser Gesicht. Aber die Zunge, hast du daran schon mal gedacht? Die übersehen wir meist komplett. Und dabei kann sie uns aber so viel verraten über unsere Gesundheit, über unsere Verdauung, ja sogar über unser Herz und unseren Stresslevel. In der traditionellen chinesischen Medizin, da nutzen wir die Zunge seit über 2000 Jahren als ein Diagnosewerkzeug. Und du kannst das auch. Und zwar ganz ohne Medizinstudium. Hallo, ich bin Wolfgang. Seit 25 Jahren arbeite ich als Shiatsu-Therapeut und jeden Tag schaue ich mir eigentlich Zungen an. Und heute zeige ich dir, wie du deine eigene Zunge ebenfalls lesen kannst. Am Ende des Videos wirst du genau wissen, was sagt mir meine Zunge über meine Gesundheit? Wo gibt es eventuell Hinweise auf Probleme? Und ganz wichtig, was kann ich dagegen tun? Aber Achtung, eine Kleinigkeit wird bei der Zungendiagnose fast immer falsch gemacht. Diese eine Sache verfälscht am Ende alles. Dazu später mehr. Zuerst zu den Basics. Wie funktioniert die Zungendiagnose überhaupt? Also in der TCM ist die Zunge wie ein Spiegel deines Körpers. Jeder Bereich zeigt uns etwas anderes. Die Zungenspitze zum Beispiel steht für dein Herz. Die Mitte der Zunge zeigt, wie es deinem Magen und deiner Milz geht. Die Ränder wiederum gehören zur Leber und zur Gallenblase. Und ganz hinten an der Zunge, da sitzen deine Nieren. Also nicht wirklich, aber im übertragenen Sinne haben wir hier die Reflexzone oder die Zungenzone dafür. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Diese Zunge hier, sie ist hellrosa, hat einen dünnen weißen Belag, keine Risse, keine Schwellung und das ist eigentlich ganz normal. Das würden wir als gesund bezeichnen. Aber schauen wir uns mal an, was alles schief gehen kann. Diese Zunge hier zum Beispiel ist blass, viel zu blass. Und das deutet aus Sicht der TCM auf einen Energiemangel hin. Die Person fühlt sich wahrscheinlich müde, antriebslos, also einfach ohne Energie. Diese Zunge hier ist dunkelrot, fast schon lila. Das deutet auf Hitze im Körper hin. Oft verbunden mit einem Bluthochdruck oder einem starken Gefühl von Stress. Und diese Zunge hier, siehst du die Risse? Die entstehen meist durch Trockenheit oder deuten auf eine chronische Erschöpfung hin. Du merkst also schon, deine Zunge erzählt ganze Geschichten und eigentlich musst du nur lernen, sie zu lesen. Und jetzt wird's ganz praktisch. Hol dir bitte mal einen Spiegel. Ich warte so lange auf dich. Geh nun zum Fenster. Wir brauchen nämlich Tageslicht. Und jetzt streck bitte deine Zunge heraus. Aber, und das ist wichtig, nicht zu stark drücken, sondern lass die Zunge ganz locker herausschauen. Also einfach nur Zunge herausschauen lassen. Wir schauen uns nämlich 3 wichtige Dinge an. Zuerst einmal die Farbe. Ist deine Zunge hellrosa bis rosa? Perfekt. Das würden wir als eine gesunde Zungenfarbe bezeichnen. Oder ist sie blass, wie Milch? Dann könnte es sein, dass du mehr Energie brauchst. Genauer gesagt, mehr Wärme im Körper. In der TCM nennen wir diese weiße Zunge einen Yang-Mangel. Einfach gesagt, es fehlt dir an innerer Wärme. Ist sie hingegen dunkelrot, dann hast du genau das Gegenteil, nämlich zu viel Hitze im Körper. Vielleicht auch zu viel Stress. Und das nennen wir dann ein Hitzemuster. Dein Körper ist quasi überhitzt, wie ein Motor. Oder noch besser, ist sie bläulich. Dann könnte sogar dein Blutfluss gestört sein. Das Blut fließt dann nicht mehr richtig. Und in der chinesischen Medizin sprechen wir dann von einer sogenannten Blutstase oder Blutstagnation. Als nächstes schauen wir uns die Form an. Ist deine Zunge geschwollen? Also drückt sie förmlich gegen die Zähne. Das zeigt oft Feuchtigkeit im Körper. Dann fühlst du dich wahrscheinlich auch schwer und träge und hast so einen Nebel im Kopf, in deinem Gehirn. In der TCM bedeutet das, dein Körper kann die Flüssigkeiten nicht richtig verarbeiten, nicht richtig transformieren. Hat deine Zunge Zahnabdrücke, an den Rändern speziell, also diese kleinen Eindrücke, die sind eigentlich wie Fingerabdrücke. Sie zeigen uns, dass die Zunge offensichtlich gegen die Zähne drückt und das bedeutet, es ist zu viel Feuchtigkeit in deinem ganzen System. Und zu guter Letzt haben wir noch den Belag. Jetzt schauen wir mal auf die Oberfläche der Zunge. Ein dünner, weißer Belag ist völlig normal, wie Puderzucker auf einem Kuchen. Das zeigt ganz einfach, dass deine Verdauung arbeitet. Ist der Belag hingegen dick und gelb, dann ist das ein Alarmsignal.
Und das deutet meist auf Probleme mit der Verdauung hin. In der TCM sprechen wir hier von sogenannter feuchter Hitze. Also nicht nur Hitze, sondern auch Feuchtigkeit. Die mixen sich. Und dann ist dein Magen überlastet und überhitzt. Siehst du hingegen gar keinen Belag, dann sind deine Körpersäfte offensichtlich im Mangel, also zu wenig vorhanden. Du bist, könnten wir auch sagen, zu trocken. Das nennen wir in der TCM dann einen sogenannten Yin-Mangel. Dir fehlt es also offensichtlich an diesem kühlenden, befeuchtenden Prinzip im Körper. Das genaue Gegenteil vom wärmenden Yang-Prinzip. Und jetzt schauen wir uns einmal die einzelnen Zonen der Zunge an. Erinnerst du dich noch? Schauen wir uns als erstes die Zungenspitze an. Hier sitzt im übertragenen Sinn das Herz. Ja, das tragen wir ja auch manchmal auf der Zunge. Schau dir also die Spitze genau an. Ist sie rot, also etwas röter als der Rest der Zunge? Das zeigt innere Unruhe, schlechten Schlaf oder zu viel Stress an. In der TCM sagen wir, das Herzfeuer steigt oder lodert nach oben. Das zeigt sich darin, dass deine Gedanken nicht mehr zur Ruhe kommen können. Und ich sehe das ganz oft bei Menschen, die viel grübeln, die sogar nachts nicht mehr abschalten können, die immer denken und denken und denken. In der Zungenmitte hingegen finden wir Magen und Milz, unser Verdauungssystem. Ist der Belag hier besonders dick, dann deutet das auf eventuelle Probleme mit der Verdauung hin. Dein Magen könnte überlastet sein. Siehst du vielleicht Risse in der Mitte? Das zeigt Erschöpfung. Dein Körper ist überfordert. Die Milz, unser wichtigstes Energiezentrum, ist schwach geworden. Und du fühlst dich dann ganz oft müde, speziell nach dem Mittagessen. An den Zungenrändern hingegen finden wir Leber und Gallenblase. Diese Seiten, die seitlichen Ränder der Zunge, verraten uns viel über Stress und Emotionen. Sind die Ränder rot, so gerötet wie nach einem Sonnenbrand, dann kann das auf Leberhitze hindeuten. Denn die Leber ist in der TCM unser Emotionsorgan. Also diese schönen Gefühle wie Ärger, Frust, Wut, ja, alles zeigt sich ganz oft hier. Wird ganz oft auch verstärkt durch eine falsche Ernährungsgewohnheit bzw. wenn wir zu viel Alkohol zu uns nehmen. Am Zungenrücken, ganz hinten, da sitzen versteckt die Nieren. Der hintere Teil ist etwas schwer zu sehen, aber trotzdem wichtig. Ist es dort sehr trocken, dann brauchen deine Nieren Unterstützung. Die Nieren sind in der TCM unsere Batterie. Hier sitzt unsere Grundenergie, die wir zu Beginn unseres Lebens mitbekommen haben. Das alles klingt jetzt nach viel, oder? Aber keine Sorge, du entwickelst ganz schnell ein Gefühl dafür, wie deine Zunge ausschaut. Schau einfach jeden Morgen einmal kurz deine Zunge an. Und jetzt kommt der wichtigste Teil. Die Fehler, die fast jeder macht. Fehler Nummer 1 ist der falsche Zeitpunkt. Wann schaust du deine Zunge an? Nach dem Morgenkaffee? Nach dem Zähneputzen? Und das alles verfälscht die ganze Sache. Kaffee färbt deine Zunge. Zahnpasta verändert deinen Belag. Essen kann die Farbe beeinflussen. Ja, die Regel ist ganz einfach. Mach deine persönliche Zungendiagnose morgens. Und zwar direkt nach dem Aufstehen vor allem anderen. Zweiter Fehler ist das falsche Licht. Jegliches Kunstlicht, das wir im Haus verwenden, lügt. Im Badezimmer mit der gelben Glühbirne oder auch der LED-Beleuchtung sieht deine Zunge definitiv anders aus, als sie in Wahrheit ist. Geh deshalb zum Fenster, denn Tageslicht lässt sich durch nichts ersetzen. Tageslicht ist wirklich ehrlich. Dritter Fehler, da ist zu viel Druck beim Herausstrecken der Zunge. Und das ist der größte Fehler überhaupt. Viele meinen es dann sehr gut und strecken die Zunge ganz weit heraus. Und das erzeugt einfach Spannung. Schau, wenn ich das hier mache, wenn ich meine Zunge stark herausdrücke, ja, dann wird sie nach sehr kurzer Zeit rot, schwillt ein bisschen an, sieht irgendwie ungesund aus, aber entspannt eher nicht. Dann ist sie, wenn sie entspannt ist, ganz normal rosa. Also bitte Zunge nur locker rausstrecken, so wie wenn du beim Arzt bist und du sagst ah, ah. Ja, wenn er da hinten deine Mandeln ansehen möchte. Ganz entspannt, das macht man auch nur ein paar Sekunden und dann hat man einen Eindruck, wie es aussieht. Vierter, letzter Fehler ist Panik bei Veränderungen. Was meine ich damit? Du siehst jetzt etwas Ungewöhnliches und denkst, oh Gott, ich bin krank. Oder noch besser, eines meiner Organe ist krank. Meine Leber ist krank, meine Niere. Die Zunge verändert sich immer. Nicht von heute auf morgen, aber schon je nach Jahreszeit kann sie sich verändern. Nach dem Essen schaut sie anders aus als vor dem Essen. Bei Stress kann sie sich verändern. Beginne ganz einfach damit, deine Zunge über mehrere Tage zu beobachten. Erst wenn etwas
dauerhaft anders ist, dann solltest du handeln. Also einmal heißt hier noch gar nichts. Du hast jetzt deine Zunge angeschaut und etwas entdeckt. Was nun? Also zuerst einmal keine Panik. Die Zunge ist ein Hinweisgeber, aber auf jeden Fall never ever ein Urteil. Ist deine Zunge blass? Okay, dann brauchst du mehr Wärme, mehr Energie. Iss zum Beispiel warme Speisen statt kalter. Dein Körper braucht Wärme von innen. Trinke warmes Wasser, warmen Tee statt kühlendem, kaltem Wasser. Vor allem natürlich im Winter, aber auch besonders morgens. Ingwer ist hier oder kann hier dein bester Freund werden. Er wärmt ganz angenehm von innen, genauso wie Zimt. Beide stärken dein Yang, deine Wärmeenergie. Meide Rohkost am Morgen. Das ist in diesem Falle sicherlich zu empfehlen. Denn dein Körper ist in der Früh etwas kühl, nicht ganz aktiv vom Schlaf und er braucht Wärme, keine Kälte. Ja, du magst ja auch mit einer warmen Dusche starten und nicht gleich ins eiskalte Wasser springen. Ist deine Zunge rot und heiß, dann hast du zu viel Feuer im Körper, zu viel Hitze. Kühle Lebensmittel könnten jetzt hier hilfreich sein. Gurken zum Beispiel oder Wassermelonen, grüner Tee. All diese Dinge, diese Lebensmittel, die kühlen dein System. Versuch auch Stress zu reduzieren, so weit wie möglich. Meide Alkohol, scharfes Essen. All das heizt dich zusätzlich auf. Und wenn deine Zunge schon rot ist, du zu viel Hitze hast, dann sind die wirklich kontraproduktiv. Nebenbei gesagt, mehr Schlaf hilft auch ziemlich gut. Denn nachts regeneriert sich vor allem dein Yin. Und das habe ich schon gesagt, das Yin ist dieses kühlende, befeuchtende Prinzip im Körper. Jetzt hast du einen dicken, gelben Belag. Dann ist deine Verdauung überlastet. Versuch dann weniger zu essen, besser zu kauen, also einfach bewusster zu essen. Der Magen braucht auch mal Pausen zwischendurch. Also vergiss 5 Mahlzeiten am Tag. Ja, geh auf 3, vielleicht sogar 2 Mahlzeiten zurück. Und meide Zucker und Milchprodukte, zumindest für eine Weile. Sie sind das Hauptproblem, das zu Feuchtigkeit in deinem System führt. Probier es auch mit warmem Wasser zwischendurch zu trinken. Das hilft einfach deiner Milzenergie wieder so ein bisschen in die Gänge zu kommen. Gesetzten Falles, deine Zunge ist geschwollen. Dann, haben wir schon gesagt, hast du offensichtlich zu viel Feuchtigkeit im Körper. Jetzt ist Bewegung wichtig. Ja, körperlich in Bewegung kommen. Schwitzen hilft definitiv, Feuchtigkeit loszuwerden. Reduziere auch kalte Getränke, rohe Lebensmittel, denn sie schwächen deine Milzenergie und führen damit sekundär zu Feuchtigkeit. Bittere Lebensmittel hingegen helfen wunderbar. Rucola zum Beispiel, Chicorée oder Löwenzahntee, denn die trocknen ganz sanft von innen. Wenn sich deine persönliche Zungendiagnose nach 4 bis 6 Wochen nicht verändert oder verbessert, dann wäre mein Vorschlag, begib dich mal auf die Suche. Ja, such dir Hilfe. Ein TCM-Therapeut oder Arzt kann genauer schauen und natürlich viel genauer beurteilen, was wirklich in deinem System los ist. Und er kann dir spezielle TCM-Kräutermischungen empfehlen. Oft reichen schon kleine Änderungen im Alltag aus meiner Erfahrung. Diese müssen dann allerdings konsequent auch gemacht werden. Wie machst du diese Zungendiagnose zu einer Gewohnheit? Ganz einfach. Verbinde deine Zungendiagnose mit etwas, was du sowieso machst. Also wenn du morgens aufstehst, geh als erstes zum Fenster und mach deine Atemübungen vielleicht am Fenster. Oder streck dich aber ganz bewusst am Fenster. Check dann deine Zunge. Und das Ganze dauert ungefähr 10 Sekunden. Also das ist wirklich kein Aufwand. Vielleicht am Anfang 15 bis 20 Sekunden. Irgendwann bist du in 10 Sekunden durch. Zusätzlicher Tipp, mach auch Fotos. Ganz einfach mit deinem Handy. Und zwar nicht jeden Tag, aber einmal pro Woche. Denn nur so kannst du wirklich erkennen, wenn Veränderungen passieren. Vielleicht führst du auch ein kleines Tagebuch, ist auch so ein kleiner Tipp von mir. Da schreibst du dann rein, heutiges Datum, Zunge blass, fühle mich müde, erschöpft oder Zungenspitze rot, habe die letzten Tage schlecht geschlafen. So lernst du ganz viel über deine Zunge und wie sie zusammenhängt mit deinem Gesundheitszustand. Schreib vielleicht auch auf, was du gegessen hast oder wie dein Stresslevel war. Und ich verspreche dir, sehr bald wirst du Muster erkennen. Deine Zunge zum Beispiel vor Einsetzen der Periode oder bei Stress, deine Zunge im Sommer, deine Zunge im Winter und natürlich nach dem Genuss von bestimmten Lebensmitteln. Und das ist wertvoll. Das hilft dir, deinen Körper immer besser verstehen zu lernen. Du lernst, was dir gut tut und was eher nicht so förderlich ist für deine Organe. Und vergiss nicht, du kennst deinen Körper am besten. Deine Zunge gibt dir Hinweise, aber schlussendlich entscheidet auch dein Bauchgefühl.
Also vertrau immer auf beides, auf Zunge und auf deinen Bauch. Du siehst also, deine Zunge ist wirklich ein faszinierendes Diagnosewerkzeug für deine Gesundheit. Du hast sie immer bei dir und sie zeigt dir, was in deinem Körper los ist. Und zwar, was tief innen in deinem Körper wirklich los ist. Ganz ohne teure Geräte, ohne komplizierte Tests, nur mit etwas Aufmerksamkeit und dem nötigen Wissen, das du jetzt gerade bekommen hast. Wenn du sagst, es ist mir immer noch nicht genug, ich möchte mehr über die TCM erfahren, zum Beispiel über Kräuter, über Akupressur, über Qigong, dann schau auf jeden Fall gerne auch vorbei auf unserer Website. Dort findest du auch unsere kostenlose TCM-Analyse. Diese hilft dir herauszufinden, welcher TCM-Typ du bist und was du konkret für deine Gesundheit jetzt gerade in diesem Moment tun kannst. Der Link steht in der Beschreibung unter diesem Video. Hat dir das Video geholfen oder gefallen, dann lass gerne einen Daumen hoch da und wenn du mehr über gesunde Lebensweise erfahren möchtest, abonniere auf jeden Fall unseren Channel Einfach besser leben. Schreib auch gerne etwas in die Kommentare. Was hat deine Zungendiagnose jetzt gerade ergeben? Ich lese jeden Kommentar und ich antworte dir gern und ich freue mich auf jeden Kommentar. Bis zum nächsten Video und denk dran, schau morgens in der Früh auf deine Zunge und schon bald wirst du die Zungendiagnose zu einem wertvollen Mini-Ritual werden lassen in deinem Leben. Alles Liebe.